Und ich sage im Mangoldbeet hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Wir übergeben sofort zu der Ernte und das ist die Mangoldernte diese Woche für den Gemüsestrudel. Ich entferne die Pflanzen, die in die Blüte gehen und hochschießen. Je mehr man Mangold erntet, desto mehr wächst der Mangold und jede Woche kann man ein Riesenbündel im Sommer abernten. Die Reste, die nicht verwertet werden, werden dann daneben kompostiert. Und dieser Kreislauf funktioniert tatsächlich schon seit Jahren sehr gut, hat sich etabliert. Immer der gleiche Platz, also der Mangold muss nicht unbedingt irgendwo woanders ausgesät werden, jedes Jahr, sondern der verbleibt hier auf dem ewigen Mangoldbeet. Und die Melde, die haben wir auch mittlerweile viel abgeerntet. Jetzt darf sie auch in die Blüte gehen und sich wieder aussamen. 2 Wochen habe ich tatsächlich auch vergessen, hier abzuernten. Die Blätter sind ziemlich groß gewachsen und die Melde ist in die Blüte gegangen. Die lassen wir auch so weit stehen. Die darf sich aussamen. Genauso wie die große Mangoldpflanze, die hier steht. Letztes Jahr stand hier eine andere Pflanze genau daneben. Und dieser Kreislauf funktioniert tatsächlich perfekt. Einige Jungpflanzen gehen jetzt in die Blüte. Das liegt daran, dass die Kälte abbekommen haben. Die kann man ja zwischendurch abernten und dann entfernen. Es gibt ja genug Pflanzen da. Das Beet wird nie bewässert. Außerdem, dieses Jahr hat es tatsächlich ausgiebig geregnet. In diesem Fall empfinde ich auch Mangold als einen perfekten Lückenfüller. Ja, bis Mitte Juli ungefähr kannst du den immer wieder nachsehen und immer wieder umpflanzen. Das, was nicht so gelungen ist, ja, der Mangold ist einfach perfekt. Hier sind die Bilder von, glaube ich, Mai, Anfang Juni. Und da haben wir schon Mangold abgepflückt. Einmal in der Woche war ein Riesenbündel. Einige Rezepte habe ich schon bereits gezeigt. Und am liebsten essen wir natürlich Mangold frisch im Salat, in einem Gemüsestrudel oder in eine Gemüsepfanne. Außerdem backe ich ganz, ganz leckere Tortillas und da kannst du als Salatfüllung alles reintun, von Melde bis Mangold. Es ist alles dabei. Das ist ein ganz typischer Permakulturkreislauf. Eigenes Saatgut ist natürlich dabei entscheidend. Unser Mangold verbleibt schon mehr als 20 Jahre auf dem Grundstück und hat sich an die klimatischen Verhältnisse angepasst. Und wir haben den Kreislauf natürlich vervollständigt. Es samt sich von alleine aus, darf auf diesem Stückchen immer verbleiben. Es ist ein ewiges Mangoldbeet. Eigene Ernte erfüllt manchmal einen mit Glücksmomenten, die mit nichts zu vergleichen sind.
Mein Lieblingsstrudel voller Mangold. Was gibt's denn Besseres? Und das ist kein abstrakter Gedanken, sondern das gehört fest zu dem Kreislauf der Permakultur. Wir als Mensch mittendrin mit der Natur zusammen. Unser gesundes Essen, ja, fördert natürlich unser Wohlbefinden und wir lernen die Natur dadurch auch besser kennen. Aber genug dazu. Ich habe mich gefragt, wie viele Dauerkulturen gibt es denn bei uns im Garten? Und eine davon ist die Paprika. Die Paprika mag ebenfalls so immer die gleiche Stelle. Und ich glaube, mittlerweile ist die Paprika hier im 3. Jahr. Und sind 2 Sorten. Einmal die Spitzpaprika und so die runde. Zwischendurch waren die Zwiebeln hier. Die sind mittlerweile abgeerntet. Rucola-Pflanzen sind dazwischen, sehe ich. Und das funktioniert. Und diese Woche gibt es leider keine einzige rote Tomate. Die Tomaten sind zwar super gewachsen und es sind so viele Fruchtansätze, aber rot werden die irgendwie dieses Jahr sehr spät. Dafür die Gurken im hinteren Bereich sind ja, ganz toll. So als Experiment angefangen, eine Gurke und die trägt super. Die muss man natürlich hier drinnen gießen. Das bleibt nicht aus. Aber 1, 2, 3, 4, 5 Früchte sehe ich gerade. Und die werde ich jetzt abernten. Mein Ziel ist aber, Gurken, Mangold und Tomaten und andere Kulturpflanzen nicht nur heute und jetzt verzehren, sondern auch für den Winter genug Vorrat haben. Und dafür muss ich ein paar Rezepte sammeln und die einmachen. Unten im Strauch habe ich eine Tomate gefunden im Gewächshaus und die ist ja riesig. Das ist eine Monstertomate. Ich bin gespannt, wenn die reift, wie schwer sie sein wird. Die werde ich auf jeden Fall abwiegen und vielleicht dann auch die Samen daraus nehmen. Die Bohnenweiterführung mache ich mit ein paar Stöckern. Und da klemme ich beim Gewächshaus etwas ein und natürlich auf dem Stöckchen. So kann die Bohne weiter wachsen. Und das ist die Konstruktion, die ist dann ziemlich einfach gehalten und dieses Jahr, mehr als dieses Jahr, hält sie natürlich nicht. Aber die ist auch dann dementsprechend schnell aufgebaut. Und man kann die Bohnen, also ich bin ziemlich klein und natürlich kann ich dann die Bohnen besser pflücken, wenn die Konstruktion so niedrig ist. Die sind noch nicht so weit. Ich glaube, Blütenansätze haben die schon. Aber das dauert auch noch 2 Wochen, bis die ersten Bohnen dranhängen. Ein paar Videos habe ich dazu letztes Jahr gemacht. Auch wirklich Anzucht von A bis Z und es ist eine Sorte, die wir
ausschließlich anbauen. Die ist süß und ziemlich groß. An den Gurkenpflanzen hängen zwar ganz viele kleine Gürkchen und mit der Ernte bin ich zufrieden, aber die Blätter sind bräunlich geworden und ja, sind nicht mehr schön, die Pflanzen. Ich bin ein bisschen ratlos. Zwar tragen die ganz gut, aber gesund sehen die Pflanzen nicht aus. Mittlerweile haben wir so viele Gurken frisch gegessen, dass es auch gerne fürs Einmachen gesammelt werden kann. Und das mache ich auch. Ich sammle heute alle Gurken ab und ich habe mich fürs Fermentieren entschieden. Das ist die gesündeste Variante. Es werden ein paar Gläser zusammenkommen. Wahrscheinlich nicht so die große Menge, die ich erwartet habe. Aber nach und nach, so die nächsten 2, 3 Wochen, versuche ich so viel einzumachen und natürlich frisch zu verzehren. Eigentlich funktioniert das alles super einfach. Du brauchst ein größeres Gefäß. Ich habe hier ein 2 Liter Glas und fast 1,5 Kilo Gurken sind zusammengekommen. Dafür brauche ich noch 4 Knoblauchzehe, die habe ich schon bereits geschält und unten ausgelegt. Und außerdem die frischen Meerrettichblätter, die sind für die Knackigkeit. Ja, das sind 400 Milliliter Wasser mit 3 Esslöffel Salz vermengt. Das muss tatsächlich gut vermengt sein. Da rühre ich gleich weiter. Und von den Gurken müssen die Spitzen abgeschnitten werden. So, die Blätter kommen einfach geknickt rein, unten, und 2 brauche ich dafür. Die 2, die ich nochmal da zusätzlich abgepflückt habe, habe ich ja erzählt, ich möchte ganz gerne die Meerrettichblätter trocknen. Die riechen schon ganz würzig und eigentlich ist es nicht unbedingt meins, aber ich versuche. Ich trockne eine kleine Menge. Die Gurken werden im Stehen geschichtet, ungefähr so, und dann die Spitzen abgeschnitten. Müssen ungefähr alle gleich sein. Bei mir ist das nicht der Fall. Die sind ja mal kleiner, mal größer. Das erschwert so ein bisschen das Ganze. Sind ja auch so ganz kleine Exemplare. Diese Gurke wartet noch ein bisschen. So, und dann werden die Gurken geschichtet. Eigentlich habe ich die für eine ganze Stunde im Wasser eingeweicht, aber du musst auch mal drauf achten, auf die unreinen Stellen. Es wäre viel zu schade, wenn das Ganze kippen würde. So. Und so wird es weiter geschichtet. Anschließend mit der Salzlake übergossen und danach warten wir ein paar Wochen. Zusätzlich beschwere ich das Ganze noch
mit einem kleineren Glas hinterher. Damit das Wasser dann auch wirklich an der Oberfläche bleibt und kein Gürkchen und kein Kraut oben drauf schwimmt. Das würde zum Schimmeln führen. So, das ist mein Ergebnis. Das sind 2 Liter insgesamt gekommen. Und wie gesagt, ich habe die Spitzen abgeschnitten und die Gurken geschichtet. Zu Ende habe ich die jetzt halbiert, damit die ein bisschen bündig zusammenliegen. Aber das kann man auch machen. Also die Gurken halbieren oder in kleinen Streifen schneiden. Und obendrauf habe ich ein Glas platziert zum Beschweren, damit das Ganze von der Salzlake bedeckt ist. Ansonsten fängt es an zu schimmeln. Also falls organisches Material Luft fängt, schimmelt es sofort. Und in der Salzlake für ein paar Wochen werden dann ja, ganz tolle fermentierte Gürkchen. Die lassen sich auch ziemlich lange lagern. Dann hinterher, also bis Dezember sind die sowieso weg, aber auch über den Dezember hinaus würden die sich ja, lagern lassen. Und so geht eine verregnete Woche im August zu Ende. Und ich wünsche dir auch viel Spaß und viel Erfolg in deinem Garten. Und möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen, dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video. Ach, Daumen nach oben kannst du mir auch geben.